Wir tippen Spieltag 26, der vor der letzten Länderspielpause, bevor es dann in knapp 3 Monaten mit der Heim-EM losgeht, und zwar mit Köln gegen Leipzig. Der Wunsch ist natürlich, dass Köln zu Hause gewinnt, dass wir vielleicht ein bisschen näher an Leipzig rankommen. Die Eintracht ist ja zurzeit auch wieder ein bisschen besser drauf, wenn man so die letzten Bundesligaspiele sieht. Vor allem das gegen Hoffenheim war sehr, sehr überzeugend. Aber das ist so eher mein Wunsch, dass die Kölner zu Hause gegen Leipzig gewinnen. Aber ich gehe da einfach mal mit. Ich mache mal einen risikoreichen Tipp. Ich mache mal ein knappes 2:1, weil, wie gesagt, die Kölner müssen auch. Die haben zwar Relegationsplatz 16, ja, zurzeit noch sicher, aber die anderen drücken von hinten. Ja, Mainz, wenn die mal eine Serie starten. Und dann hast du halt, ja gut, Darmstadt ist für mich weg. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen, noch irgendwie auf Platz 16 zu kommen. Wenn dann eher Mainz, aber ja, weiß nicht. Gladbach, wenn die da unten noch mit reinrutschen, keine Ahnung. Wolfsburg könnte da auch noch mit reinrutschen, Union. Also es sind sehr, sehr viele Mannschaften mit dabei. Aber jetzt für das Spiel erstmal mal ein 2:1 für Köln. Dann geht es am Samstag weiter mit Heidenheim gegen Gladbach. Das ist für mich eigentlich auch eine klare Sache. Nach den letzten Wochen und nach der Saison generell. Also die Gladbacher jetzt im Pokal in Saarbrücken ausgeschieden. Also nach Karlsruhe, Bayern, Frankfurt, jetzt auch noch Gladbach, Saarbrücken im Halbfinale gegen Kaiserslautern. Ich freue mich dieses Jahr aufs Pokalfinale. Es wird wahrscheinlich Leverkusen gegen Lautern dann werden. Aber vielleicht wird es auch Düsseldorf gegen Saarbrücken. Wer weiß es schon. Und dann spielt irgendeiner von den Mannschaften international. Das kommt schon hart, ehrlich gesagt. Das ist eine schöne Vorstellung. Warum nicht? Aber ich glaube, die Heidenheimer, die haben eine sehr konstante Saison gespielt, die Gladbacher eher nicht so. Ja, zu Hause das Derby gegen Köln nicht gewonnen, dann in Saarbrücken verloren, da ist auch sehr, sehr viel Unruhe. Ich glaube, die sind auch froh, wenn die Saison vorbei ist. Und Heidenheim mit Jan-Niklas Beste, Nationalspieler, erstes Mal berufen worden in den Kader, auch zu Recht, wie ich finde. Stabile Leistung geliefert, schlägt gute Flanken, gute Standards. Generell, also von daher, den muss man auf jeden Fall mitnehmen. Und von daher auch ein Heimsieg von Heidenheim gegen Gladbach. Darmstadt gegen Bayern, gerade schon mal kurz angeschnitten. Die Bayern müssen nach wie vor jedes Spiel gewinnen, damit sie an Leverkusen dranbleiben und da auf einen Ausrutscher hoffen. Darmstadt ist weg für mich. Darmstadt wird das nicht mehr schaffen. Also sie könnten es natürlich jetzt irgendwie durch ein großes Wunder noch, indem sie die letzten 7, 8 Spiele dann noch gewinnen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, für Darmstadt geht es wieder runter in Liga 2 und ich glaube auch gegen die Bayern, obwohl das jetzt ausgerechnet wieder ein Tipp ist, wo man ein paar Punkte machen könnte, weil ich glaube, dass nicht jeder oder nicht viele auf Darmstadt tippen, vielleicht so 1, 2, aber ich gehöre ehrlich gesagt nicht dazu. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, die Bayern, die wirken jetzt so ein bisschen befreiter, haben gegen Lazio sehr überzeugend gewonnen. Mal gucken, gegen wen sie in der Champions League heute gelost werden. Auslosung müsste vielleicht noch laufen, wenn das Video hier draußen ist, oder der Gegner steht schon fest. Mal gucken, vielleicht wird es ja Dortmund, vielleicht wird es ja Real. Auf jeden Fall wird das ein sehr, sehr spannendes Viertelfinale. Es sind sehr, sehr viele coole Mannschaften mit dabei, sehr, sehr starke Teams vor allem. Ja, aber hier auch für das Spiel Bayern 3:1 gegen Darmstadt. Union gegen Bremen, das ist jetzt für mich, wenn man die letzten Wochen betrachtet, so ein unentschieden Spiel. Da würde ich mal ein 1:1 tippen. Die Bremer sind auch immer noch oben mit dabei. Wie gesagt, die halbe Liga, die kann ja im besten Fall international spielen. Nächste Saison, wenn Deutschland oder den beiden besten Nationen abschneidet aus der diesjährigen Saison, also Champions League, Euroleague und Conference League mitgerechnet. Aus der Conference League ist leider schon Frankfurt raus. Euroleague, Freiburg und Leverkusen. Und in der Champions League hoffe ich halt, dass die Spanier, die sind uns ziemlich auf den Fersen, und die Engländer, dass die rausfliegen. Also Man City und Arsenal, und dass Bayern und Dortmund ins Halbfinale kommen. Ich kann mir das schwer vorstellen. Aber gut, schauen wir mal. Und Union, die glaube ich, werden auch nicht absteigen. Die haben sich wieder gefunden unter ihrem neuen Trainer, stehen ein bisschen stabiler. Und von daher glaube ich, dass die mit am wenigsten noch mit Platz 16 oder 17 zu tun haben werden. Aber manchmal kommt eben alles anders, als man denkt. Wir lassen uns überraschen. Union Bremen für mich 1:1. Wolfsburg gegen Augsburg, das wird auch so eine Art, ja, Schicksalsspiel für Niko Kovac. Das hat er ungefähr schon seit 10 Wochen oder so. Also, wenn ich die Wolfsburger Kommentare manchmal lese, die hätten den gern schon am Anfang der Saison entlassen oder in der Anfangsphase der Saison. Ich habe mir jetzt auch mal das Spiel in Leverkusen mal ein bisschen genauer angeguckt. Das war echt sehr, sehr erschreckend. Also, wie man quasi nur verteidigen kann und diesen Rückstand, also die lagen ja dann zurück, zwar in Unterzahl, aber du musst ja zumindest mal irgendwas nach vorne versuchen, dass du immerhin einen Punkt noch mitnimmst, aber scheint nicht zu laufen, warum auch immer. Vielleicht Niko Kovac und der VfL Wolfsburg, ich glaube, das wird nicht mehr die größte Liebesbeziehung. Die Augsburger, stabil unter dem neuen Trainer, liefern gut ab, gewinnen ihre Spiele und werden auch mit unten nichts zu tun haben. Die haben auch sogar noch Tuchfühlung nach oben, also es könnte sein, dass uns auch Augsburg in irgendeinem der internationalen Wettbewerbe nächstes Jahr vertritt. Wird halt noch sehr, sehr kurios, sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn halt die halbe Liga international spielen kann. Ne? Von daher tippe ich mal Augsburg auf Sieg. Überraschend, aber das wird bestimmt
Mal wieder ein Sieg nach 10 oder 11 Spielen, jetzt wo ich mal wieder gegen Wolfsburg tippe zu Hause. So unscheinbar, ne? Eigentlich ist das ein Spiel, da kann Wolfsburg nur gewinnen. Aber ich tippe trotzdem mal für Augsburg 2:0, aber ich befürchte, dass dann mein Tipp leider nicht so aufgeht. Mainz gegen Bochum, das ist ein ultra wichtiges Spiel, vor allem für die Mainzer. Die Bochumer werden für mich auch persönlich nicht absteigen, die werden auch nicht mehr viel mit unten zu tun haben. Die haben sich auch stabilisiert in der Saison. Die sind ja, gut mit dabei, haben, glaube ich, viele Punkte Vorsprung auf Platz 16 und auch auf Platz 17. Also die Mainzer müssen halt zusehen. Die müssten jetzt halt genauso wie Darmstadt mal eine Serie starten, wobei ich die Mainzer, das halte ich für realistischer als Darmstadt auf Platz 16, wenn überhaupt. Tja, und in dem Spiel, die Mainzer, die treten wohl auch besser auf, was man so hört, ja, unter dem neuen Trainer. Gut, in München dann unter die Räder gekommen, 8:1. Das kann auch mal passieren, frag mal beim HSV nach zum Beispiel, was die letzten Jahre, als sie noch in der Bundesliga gespielt haben, da erleben mussten. Tja, was machen wir? Ein knapper Heimsieg, 2:1, 3:2. Ich mache mal ein knappes 2:1 für Mainz. Vielleicht dadurch, dass die Kölner vielleicht nicht gegen Leipzig gewinnen, anders als ich das hier getippt habe, vielleicht kommen sie ja dann noch mal ran. Also die letzten Spieltage wirklich Crunch-Time, jetzt geht es wirklich um die Wurst, wie man so sagt, aber ich kann mir auch da nicht vorstellen, auch wenn sie gewinnen sollten, dass da noch irgendwas geht. Aber mal gucken, wir lassen uns überraschen. Abends haben wir dann das Topspiel Hoffenheim gegen Stuttgart. Baden-Württemberg Derby, wenn man so möchte. Die Stuttgarter sollen auch über 10.000, 15.000 Fans wohl mitbringen nach Hoffenheim. Würden quasi das Ganze zu einem Heimspiel machen. Jetzt sind ja Undav, Mittelstädt, Waldemar Anton und Chris Führig nominiert für die Nationalmannschaft. Finde ich auch persönlich gerechtfertigt. Und ich finde auch gut, dass Julian Nagelsmann endlich nach langer, langer Zeit, ich glaube so einig waren sich die Fans selten, dass nach vielen, vielen Jahren mal wieder ein deutscher Kader nach Leistung aufgestellt wird und auch nominiert wird. Ja, beinhaltet die 4 Stuttgarter, beinhaltet auch zum Beispiel Jan-Niklas Beste und das beinhaltet auch Pavlovic von Bayern, der auch die letzten Wochen richtig gut performt hat, wenn er gespielt hat. Und du brauchst halt einfach bei der EM auch Spieler, die vielleicht das Momentum auf ihrer Seite haben, die gerade richtig gut in Form sind. Da brauchst du Stuttgarter, da brauchst du auch so einen Jan-Niklas Beste, der mit seinen individuellen Qualitäten sicherlich der Mannschaft weiterhelfen kann. Und von daher, ich freue mich als Frankfurter, dass Robin Koch mit dabei ist. Ich finde, der hat es auch mehr als verdient. Wäre ja beim letzten Mal schon mitgefahren, aber da war er, glaube ich, verletzt. Naja, kommen wir zurück zum Spiel. Wir schweifen so ein bisschen ab. Das würde ich... ist auch wieder scheinbar, dass hier der VfB gewinnt. Aber ich glaube, die reiten auf der Erfolgswelle weiter. Wir machen mal hier ein knappes, ein torreiches Derby. 3:2 für den VfB. Und dann schauen wir mal, ob die Stuttgarter auch ihre Erfolgsserie weitersetzen können. Am Sonntag dann das Duell der beiden Europa League Teilnehmer. Freiburg, zum Stand der Aufnahme liegen sie, glaube ich, gegen West Ham 2:0 hinten. Das letzte Ergebnis, was ich gesehen habe. Vielleicht sind sie es ja nach dem Spiel nicht mehr. Leverkusen spielt dann noch später gegen Karabakh Akdam. Wenn das Video raus ist, wisst ihr aber schon, ob sie es geschafft haben oder nicht. Sind die Freiburger die Ersten, die Leverkusen eine Niederlage zufügen? Das ist durchaus denkbar. Beide haben international gespielt. Freiburger mit Reisestrapazen. Leverkusener, die werden auch ein bisschen platt wahrscheinlich sein. Also es wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Spiel, ausgeglichen. Ich glaube aber, dass die Leverkusen auch da siegreich aus dem Spiel hervorgehen oder ein Unentschieden. Ja, ich bin mir noch unschlüssig. Ich mache ja auch mal ein Unentschieden. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Freiburger zu Hause gegen Leverkusen gewinnen. Also Freiburg hat gegen die Bayern ein Unentschieden zu Hause abgeknöpft. Gegen Leverkusen ist es durchaus auch möglich oder sogar, dass sie gewinnen. Je nachdem, mit welcher Mannschaft Leverkusen spielt. Ich tippe aber trotzdem mal ein Unentschieden. Ob es ein 2:2 wird, weiß ich nicht. Schwierig, aber schauen wir mal. Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Das Beste kommt zum Schluss an diesem Spieltag. Da wird es dann auch auf Fußball-Twitter wieder Kriege geben. Für YouTube natürlich nicht ernst gemeint, sondern einfach nur just for fun. Ja, die Duelle die letzten Jahre, die hatten es wirklich in sich, vor allem in Frankfurt. In Dortmund haben wir zuletzt 2021, glaube ich, gewonnen. Da war noch Corona, da hat noch André Silva gespielt, Philipp Kostic hat bei uns gespielt, Armin Younes. Und danach ging es leider so ein bisschen bergab. Dann haben wir noch zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen, weiß ich noch. Und dann, als Adi Hütter gesagt hat, er geht zu Gladbach, dann ging es leider bergab in der Saison. Gut, was daraus resultierte, haben wir eine Saison lang später gesehen. Dann und Dortmund, ja, ist auch so eine Wundertüte. Champions League weitergekommen, Gratulation. Mal gucken, welchen Gegner sie bekommen in der Champions League und in der Liga. Ja, müssen sie auch zusehen, dass sie den Champions League Platz verteidigt bekommen. Ne? Mit Leipzig, wenn die gewinnen sollten. Also es geht in vielen Regionen der Tabelle um sehr, sehr viel. Vor allem, ich kann es nochmal betonen, weil die Bundesliga halt so viele Startplätze bekommen könnte. Wenn wir denn unter den besten 2 der diesjährigen Europapokalsaison bleiben,
und nicht noch von den Spaniern überholt werden. Ansonsten bleibt das, glaube ich, alles so, wie es ist. Also, ich tippe natürlich für die Eintracht, wie immer, für meinen Verein. Ich liebe meinen Verein. Bin treu. Und von daher, ich glaube aber, dass die Dortmunder das zu Hause machen. Nicht nur, weil sie die letzten Jahre auch gegen uns gewonnen haben. Irgendwie in Dortmund, bis auf dieses 2021er Spiel, haben wir da immer schlecht ausgesehen. Unter Glasner, unter Niko Kovac da nie gewonnen. Früher unter Armin Fee nicht. Und Thomas Schaaf hat, glaube ich, auch nicht gewonnen oder einen Punkt geholt. Naja, vielleicht ist ja ausgerechnet Dino Topmüller derjenige, der gegen Edin Terzic gewinnt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hoffe trotzdem, ich speichere meine Tipps und dann schauen wir nochmal auf die Gesamtübersicht. Da geht es jetzt auch langsam in die heiße Phase. Hegebusch immer noch auf der 1 mit ein paar Punkten Vorsprung. 4 Punkte vor Dequinho. Dann der Paul, der Calypso, der Tipsingson. Das sind so die ersten 5. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch hier werden die nächsten Wochen sehr, sehr entscheidend sein. Vielleicht kann sich ja oben einer absetzen, der Hegebusch oder so. Und ansonsten scroll ich mal hier durch. Auch noch ein großes Dankeschön an euch, dass ihr nach wie vor sehr aktiv mit dabei seid. Vergesst nicht, am Ende der Saison, der Sieger kriegt aufgrund dessen, dass ich das hier zum 5. Mal mache, so eine kleine Jubiläumssaison, bekommt nicht 50 €, sondern 100 €. Von daher ist doch das mal ein großer Ansporn für die Leute, hier nochmal aktiv mitzutippen. Nationalmannschaft habe ich mich noch kurz geäußert. Ich bin jetzt gespannt, wie es gegen die Niederlande und gegen Frankreich wird. 2 hammerharte Gegner, wie ich finde, vor allem Frankreich. Also ich finde schon alleine, was die für eine U21 haben und was dann so alles nachkommt, ist Frankreich für mich einfach die nächsten Jahre das, was so die Spanier so um 2008 bis 2012 rum waren. Vielleicht noch bis zur WM 2014 ran. Die könnten wirklich so eine Ära prägen, die Franzosen. Und vielleicht sind ja die Deutschen auch irgendwann mal wieder dran, dass sie dann eine neue Ära prägen, die U17-Weltmeister, dass die dann irgendwann auch hochkommen, U19, U21. Da habe ich ganz große Hoffnung. Und ich bin sehr gespannt auf die Spiele. Wir werden sehen. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen zu dem 27. Spieltag. Dann gucken wir mal, wie die Nationalmannschaft abgeschnitten hat. Und dann geht es auch in die heiße Schlussphase, Endphase der Saison Richtung Heim-EM. Also macht's gut. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.